Seid ihr genauso müde wie ich von den ganzen leeren Versprechungen der Politiker und könnt diese nicht mehr hören? Unsere Ohren haben was Besseres verdient. Dimi Goes for President. Ich sorge für ein besseres Deutschland, indem ich euch HiFi-Setups vorstelle, mit denen ihr zu Hause richtig Freude habt. Mein Kanal beschäftigt sich mit vielen verschiedenen Formaten. Alle haben irgendwie mit HiFi zu tun. Und eines meiner Formate besagt, dass ich euch komplette HiFi-Setups vorstelle. Mal im Einstiegsbereich, mal Mittelklasse, mal absolutes High-End. Heute geht es um ein absolutes High-End-Setup. Dieses ist nicht günstig. Wer sich dabei unwohl fühlt, der schaut bitte gerne dieses Video hier oben. Hier stelle ich auch ein komplettes HiFi-Setup vor für 1000 €. Dieses ist für Einsteiger gedacht, die noch nicht bereit sind, mehr als das auszugeben, aber dennoch einen gewissen Qualitätsanspruch haben und nach Bedienkomfort suchen. Bevor es jetzt aber mit dem High-End-Setup weitergeht, bei mir könnt ihr zwar kein Kreuz setzen und die Wahlen sind ja eh schon vorbei, aber ihr könnt bei mir ein Abo hinterlassen. Lasst also gerne jetzt ein Abo da, wenn ihr genauso begeisterte Musikhörer seid wie ich. Diese Schmuckstücke hier möchte ich euch wirklich schon seit sehr vielen Monaten vorstellen. Allerdings, wenn ich euch komplette Sets vorstellen möchte, dann muss es auch klanglich wirklich sitzen. Und ich habe hier mehrere Verstärker durchtauschen müssen, bis ich den für mich richtig passenden Match gefunden habe. Dass die Lautsprecher hervorragend klingen, habe ich beim ersten Ton schon gehört, auch wenn mein erster Amp noch nicht die richtige Wahl war. Welcher Amp es letztendlich geworden ist und welcher nicht, erfahrt ihr im Laufe des Videos. Vermutlich interessiert euch aber, über was für Lautsprecher wir hier eigentlich gerade sprechen. Das sind die Cube Audio Nenufar V2 in einem sehr, sehr schönen Blauton, bei dem jeder, der hier reinläuft oder vorbeiläuft, einfach mal stehen bleibt, wie bei einem Kunstbild und erstmal anfängt zu träumen. Besonders Frauen, was ich absolut nicht erwartet habe, konnten sich vorstellen, diese Lautsprecher quasi als Kunstwerk in ihrem Wohnzimmer zu betrachten. Ja, ganz nebenbei hat man dann auch noch sehr, sehr hochwertigen Sound. Was führt aber zu diesem speziellen, hochwertigen Sound und was sind die Besonderheiten dieses Lautsprechers? Cube Audio ist eine kleine Manufaktur aus Polen, die sich auf Full-Range-Treiber spezialisiert hat. Sie setzen auf Breitbandlautsprecher, diese hier, und damit auf maximale Klangqualität durch möglichst minimalistisches Design. Was ist denn ein Breitbandlautsprecher? Breitbänder sind Lautsprecher, die den gesamten hörbaren Frequenzbereich von den tiefen Bässen bis zu den hohen Tönen mit nur einem einzigen Lautsprecherchassis wiedergeben. Wie funktioniert das? Normalerweise bestehen Lautsprecher aus mehreren Chassis. Wir haben einen Tieftöner für die Bässe, einen Mitteltöner für die Mitten und einen Hochtöner für die hohen Frequenzen. Breitbandlautsprecher bestehen aus nur einem einzigen Chassis, das alle Frequenzen abdeckt. Die Vorteile? Natürlicher Klang, keine Übergänge zwischen den verschiedenen Lautsprecherchassis, einfache Bauweise, keine aufwendige Frequenzweiche nötig und sehr direkter, präziser Klang. Aber wir haben auch Nachteile. Kann in tiefen Bässen und hohen Höhen weniger kraftvoll sein und muss oft in speziell abgestimmten Gehäusen eingesetzt werden. Das sind aber Nachteile, die hier in dem Fall nicht unbedingt eintreffen, denn wir haben hier ein speziell abgestimmtes Gehäuse, was dazu führt, dass wenn man Musik darüber hört, man eher überrascht ist, was für ein kraftvoller, präziser Bass da herauskommt, obwohl man ja nur ein Chassis sieht. Und die hohen Höhen kommen ebenfalls sehr gut zur Geltung, wenn man die richtige Verstärkerwahl trifft. Dazu komme ich aber sowieso gleich noch. Bleiben wir erstmal noch ein bisschen bei dem Gehäuse und der Tatsache, dass wir einen überraschend guten Bass haben. Ich habe mal in das Gehäuse reingeschaut. Bei dem Nenufar V2 war das jetzt ohne weiteres nicht möglich. Ich wollte nämlich von unten reinschauen und bei dem Modell sind keine Schrauben von unten, sodass ich mal reinschauen kann. Bei dem Jazzin-Modell, was ich auch da habe, blende ich euch eben ein, sind Schrauben vorhanden. Die konnte ich dann lösen und von unten in das Gehäuse reinschauen. Blende ich euch einmal ein, dann könnt ihr das auch mal sehen, was ich hier gerade beschreiben möchte. Schaut einfach mal rein. Ich habe mein Handy dafür genommen, habe die Taschenlampe angemacht und bin mit meinem Arm so tief reingegangen, wie es nur ging, auch um die Ecke, damit ihr seht, wie simpel das Ganze hier gestaltet ist. Und um die Ecke sieht man auch ganz kurz den Breitbandtreiber und dann führt eine lange, breite Öffnung nach unten raus. Das kann man hier meines Erachtens gar nicht als Transmission oder Horn bezeichnen. Mich erinnert das eher an einen Ausdruck von früher, nämlich die Bassrutsche. Es ist wie eine ganz steile Rutsche,
die Richtung Öffnung führt und nicht schmaler wird, wie zum Beispiel bei einer Bassreflexöffnung. Und jetzt soll man den Lautsprecher sogar noch etwas nach oben neigen, vielleicht mit Hilfe von Spikes oder Lautsprecherfüßen, wie ich das hier gemacht habe. Und diese Kombination aus nach oben neigen des Lautsprechers und dieser rutschenartigen Öffnung zum Boden erklärt für mich diesen erstaunlichen Bass. Sicherlich gehört da noch ein bisschen mehr dazu, aber ich finde, das ist erstmal ein toller Einblick, um zu sehen, wie minimalistisch hier gedacht wurde mit wirklich maximalem Klangergebnis. Kommen wir nun zu einer der wichtigsten Fragen. Welcher Verstärker passt nun zu den Cube Audio Nenufar V2? Mit einer Empfindlichkeit von 92 dB und meiner Wahrnehmung passen hier Röhrenverstärker am besten. Zumindest nach den Geräten geurteilt, die ich hier hatte. Natürlich habe ich nicht alles da und auch nicht alles zur selben Zeit. Aber 300B Verstärker, zum Beispiel wie Modelle von Line Magnetic oder Cayenne, passen sehr gut. Wer nicht so auf Röhre steht, auch ein Transistor Class A Verstärker von Passlabs, zum Beispiel der XA25, machen hier auch eine sehr gute Figur. Auch der Transistor-Vollverstärker von Canor, der 2.10, wenn auch relativ bezahlbar im direkten Verhältnis zu den Lautsprechern, gerade mal unter 4.000 Euro, versteht mich nicht falsch, ist natürlich viel Geld, aber im Verhältnis gesehen voll okay, hat auch super funktioniert. Aber Transistor ist nicht gleich Transistor. Welcher zum Beispiel nicht gut funktioniert hat und trotzdem zu einem meiner Lieblingsamps gehört, ist der Soulnote A2. Also, wer sich für Cube Audio interessiert, Finger weg von Soulnote. Diese Kombination matcht leider nicht. Und mein absoluter Traumverstärker, Röhrenvollverstärker an den Nenufar V2 ist der Unison Research Simply 845. Ein Schmelz, eine Kontrolle, Detailreichtum, erlebnisreich, Musikfluss. Ich denke, das sind genau die Ausdrücke, die sehr, sehr gut beschreiben, was ihr da bekommt. Generell, und das ist somit die wichtigste Aussage in diesem Video, um den Klang der Cube Audio Nenufar zu beschreiben, schaffen diese Speaker ein Live-Erlebnis. Die klingen so involvierend. Ich sage immer, das ist nicht Konzertsaal irgendwo, das ist Konzertsaal erste Reihe. Das ist aber weder positiv noch negativ. Es ist lediglich eine herausragende Eigenschaft, um den Klang dieser Lautsprecher zu beschreiben. Denn ob man das am Ende mag, ist definitiv subjektiv. Es gibt Lautsprecher, die klingen ebenfalls nach Konzertsaal. Aber man hat da das Gefühl, dass man weiter hinten sieht und das Geschehen da vorne, die Bühne da vorne, etwas weiter vorn eben spielt. Bei den Nenufar ist es eben nicht so. Man ist viel näher dran am Geschehen und es ist jedes Mal aufs Neue ein Erlebnis. Diese Lautsprecher haben definitiv einen Wiedererkennungswert, sowohl optisch als auch klanglich. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, euch ganz schnell nochmal zu sagen, an welcher digitalen Kette ich die Lautsprecher und den Verstärker angeschlossen habe, um Musik zu hören. Der Weg ist bei mir erstmal ein Silent Angel, rein Z1 Plus. Das ist mein Roon Core und Streamer Transport. Von dem gehe ich digital per USB-Kabel raus in den Canor 2.10 DAC. Übrigens ein Röhren-DAC, was vielleicht in der Kette ganz interessant ist und vielleicht auch ein Grund ist, warum das so harmoniert. Und von dem Röhren-DAC gehe ich natürlich dann zum Verstärker, in dem Fall in der Traumkombination zum Simply 845 von Unison Research. Und als Kabel benutze ich nach wie vor David Laboga sehr, sehr gern, aber auch, und das habe ich euch auch schon mal gesagt, relativ preiswert, die Supra-Cables. Und da möchte ich euch auch noch mal eins zeigen, was ein heißer Tipp ist. Auch nicht wenig Geld, aber auch im Verhältnis gesehen völlig in Ordnung. Das Modell Supra Sword Combicon. Das ist dieses Lautsprecherkabel hier und für mich sogar der etwas bessere Match in dem Fall, weil er die Höhen sogar noch etwas weicher darstellt. Ganz genau, das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Von David Laboga würde ich parallel das Level 3 empfehlen. Blende ich euch auch mal eben ein. Das habe ich jetzt gerade nicht hier parat. Da würde ich das Level 1, was ich sonst immer so gerne empfehle, nicht nehmen. Das macht es hier ein bisschen unruhig vom Sound. Wir reden hier von Kleinigkeiten, machen wir uns nichts vor. Aber wenn wir schon das Optimum rausholen wollen, dann ist auch so ein Detail wie ein Kabel eben das letzte Quäntchen. Und das ist schon immer irgendwie mein Anstreben. Insofern
entweder Level 3 bei David Laboga oder höher, oder entscheidet euch für dieses Supra-Kabel Sword Combicon. Wo könnt ihr diese Lautsprecher hören? Achtung, ich mache jetzt ganz offensichtlich auch mal Werbung für mich selbst. Bei ernsthaftem Interesse könnt ihr gerne Cube Audio Lautsprecher generell bei mir hören und auch kaufen. Ich berate euch auch dann gern dahingehend, welche weiteren Komponenten dazu harmonieren, wie ihr die Lautsprecher am besten aufstellt, welchen Winkel, welchen Hörabstand, was für Lautsprecherfüße ihr am besten verwendet. Und bei einem Kauf liefere ich auch das Setup zu euch nach Hause. Kontaktanfragen gerne über meine Website www.dimiversos.com. Seid ihr näher an München dran und interessiert euch für Cube Audio, dann schaut gerne bei Klangloft in München vorbei. Sowohl meine Website als auch die von Klangloft findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso auch die Preise der Komponenten. Übrigens, in diesem Video habt ihr auch die kleineren Lautsprecher von Cube Audio gesehen, die ich aufgeschraubt habe. Und die sind nochmal wesentlich günstiger als die Nenufar. Ebenfalls ein Genuss klanglich und vielleicht passen sie besser in euer Budget. Auch dazu habe ich die perfekte Verstärkerkombination gefunden. Würde es euch interessieren, darüber auch nochmal ein extra Video zu machen? Dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Und schreibt mir gerne auch rein, welchen Song würdet ihr bei mir hier mit dieser Kombination Probe hören. An alle Zuschauer, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben und sich mehr bezahlbare Setups von mir wünschen, die ich hier vorstelle, abonniert jetzt meinen Kanal und zeigt mir, dass ich in diesem Thema noch aktiver werden soll. Danke dafür, audiophile Grüße aus der Elbchaussee in Hamburg. Ciao!